Halbfinale. Wahnsinn, was hier passiert ist und was wir erlebt haben. Servus. Ich denke, dass wir Wettbewerbstypen auch alle wirklich hungrig sind. Es geht weiter, du hast die nächsten Aufgaben, du hast das Halbfinale vor der Brust. Es war natürlich Wahnsinn, was hier passiert ist und was wir erlebt haben. Und da geht einem natürlich jede Szene, jedes Tor nochmal durch den Kopf. Und das ist schon schade auch, dass wir das nicht mit Zuschauern zusammen feiern konnten. Ne? Das ist halt schon traurig, weil das wäre natürlich das Schönste gewesen, wenn wir dann auch vor unserer Kurve gestanden hätten nach dem Spiel und einfach zusammen den Halbfinaleinzug gefeiert hätten. Aber nichtsdestotrotz war es natürlich fantastisch und ich glaube einfach, wenn du dann zur Ruhe kommst abends, wenn du im Bett liegst und alles nochmal durchgehst, dann denkst du viel darüber nach und musst selber erstmal realisieren, ja, was das mit dir selber macht. Ja, sehr positiv. Also zum einen die Zeit natürlich, die wir jetzt an der Algarve verbracht haben, wo wir uns vorbereitet haben, wo wir zusammen auch nochmal die letzten Trainingseinheiten vor dem ersten Spiel gegen Barcelona auch absolviert haben. Da hat es schon auch richtig gebrannt in uns, dass wir uns darauf gefreut haben, dass wir Feinschliff geübt haben, auch für dieses Spiel gegen Barcelona. Und das war wirklich eine kleine Vorbereitung gewesen, auch nach dem gewonnenen Spiel gegen Chelsea. Und ja, dann sind wir hierher geflogen. Dann hast du auch schon gemerkt, jetzt geht es langsam los. Das Abschlusstraining im Spielstadion, im Stadion von Benfica, das war auch wieder was Besonderes. Und so hat man immer so seine Momente. Und ich denke, dass gerade jetzt in der Zeit, man ist ja nur unter sich, wir sind auf uns alleine gestellt, wir verbringen viel Zeit miteinander, haben natürlich auch viel Freizeit, kommen ja nicht raus aufgrund der Situation und wir nutzen natürlich immer die Trainingseinheiten intensiv, weil das eigentlich die einzige Zeit ist, wo wir dann voll powern können. Wir freuen uns wirklich auf die Trainingseinheiten, haben auch eigentlich keinen freien Tag, sondern ja, es kommen immer wieder zusammen und begegnen uns auch im Hotel öfters, reden dann viel miteinander, natürlich auch über die anderen Spiele, über Spielsituationen und das ist halt auch wichtig für unser Spiel. Es ist natürlich ähnlich wie eine Europameisterschaft oder Weltmeisterschaft in einem K.O.-System. Es gibt halt einen Spielort, an dem sich dann jetzt alles abwickelt. Es ist immer Hop oder Top, also beziehungsweise auch immer wieder ein Finale. Es geht weiter, du hast die nächsten Aufgaben, du hast das Halbfinale vor der Brust, hast deinen neuen Gegner schon noch mal besser kennengelernt aus dem Spiel jetzt City gegen Lyon und da weißt du einfach, dass du nicht lange dich ausruhen darfst, dass du zurückschauen kannst, wow, was haben wir da jetzt erreicht, sondern wir müssen den nächsten Schritt gehen, wir müssen die nächste Aufgabe annehmen und darauf müssen wir uns konzentrieren. Die Vorbereitung auf das gegnerische Team, da haben wir ja schon eigentlich mit begonnen, indem wir das Spiel City gegen Lyon auch zusammen angeschaut haben. Und dann kann man sich auch darauf konzentrieren, wenn man jetzt Torwart oder Defensivspieler ist, was erwartet einen gerade in der Offensivreihe jetzt von Lyon bei den Standardsituationen und damit muss man sich dann halt auseinandersetzen. Natürlich haben wir das Spiel mit Spannung erwartet auch und haben uns auf das Spiel gefreut. Lyon ist ja auch Siebter geworden in der französischen Liga und dementsprechend war die Favoritenrolle eher auch so verteilt, dass City jetzt der Favorit gewesen ist. Grundsätzlich haben sie einfach es sehr clever gemacht, gut gemacht, auch in der Verteidigung, auch wie sie standen. Lyon ist wirklich eine Mannschaft, die taktisch sehr gut gestanden ist, die kontern können und City auch knallhart bestraft haben. Darauf jetzt ankommen, dass wir eine Top-Restverteidigung haben, dass wir immer hellwach sind, dass wir nichts auf die leichte Schulter nehmen und dass wir einfach gut stehen und auch vielleicht mit einem Mann Überzahl hinten sind, einfach, dass da nichts anbrennt und dass wir in der vorderen Reihe flexibel sind. Ich denke, dass wir Wettbewerbstypen auch alle wirklich hungrig sind und auch
glaube ich, mental auch so fit sind im Moment, dass wir ja, auch einfach da sind, auch vom Kopf her da sind und wissen, was das alles hier bedeutet für uns. Und dementsprechend auch immer so ins Spiel gehen, dass wir nie abwesend sind, vollen Fokus haben und ich glaube, dass wir einfach gut drauf sind. Halbfinale.